Das ist der Peter-Wagen von der Cuba und die Simone ist ganz fasziniert, denn außen fühlt sich das Ganze an wie Holz, erinnert so ein bisschen, als hättest du eine Schafherde und du wärst der Schäfer, oder? Ja, so ist es, so ein Schäferhütchen. So, was ist das für ein Material? Auf jeden Fall kein Holz, ich weiß. Was ist es? Es ist 0,8 mm Stahlblech. Stahl. Stahlblech, richtig. Magnetisch. Das ist der Hammer, das ist unglaublich belastbar. Durch diese Knicke, die drin sind, wird es noch steifer, oder? Genau, sehr robust. Wir haben es mit Fleiß, mit Stahl gewählt. Ist einfach vom Hagelschaden besser. Wenn nachher irgendwelche Dellen mal drin sind, man kann es einfach besser ausarbeiten. Man kann es sogar ziehen, oder? Ziehen kann man es theoretisch, oder? Ziehen kann man es, genau. Spachteln kann man es. Wir können es auch schweißen, wäre auch möglich. Ist es eine Folierung, die drauf ist, oder wie kriegt man diese Holzoptik dann hin? Es ist beschichtet, als erstes vorverzinktes Blech, dann wird es pulverbeschichtet und dann kommt ein spezielles Verfahren drauf, wo uns die Holzoptik bringt. Das ist wirklich haltbar, ohne Ende, kratzfest, da kommt aus der Gebäudetechnik. Es vergilbt auch nicht, habe ich gehört. Ja, das ist sehr lichtempfindlich, also nicht lichtempfindlich, so muss ich sagen. Nicht also lichtempfindlich. So, hier ist eine Besonderheit, da ist eine ganze Partygarnitur mit drin. Die hast du jetzt teilweise schon ausgebaut. Das ist die Auffahrrampe, gell? Das ist die Auffahrrampe, wo wir hier haben. Sag mal bitte. Also hier haben wir jetzt die Bank drin. So, und die Bank ist auch zeitgleich eine Auffahrrampe. Die kannst du drehen, dann hast du eine Auffahrrampe oder eine Sitzgruppe. Ja, cool. Kannst du beides machen. So, und wenn du mal kurz hochgehst, bitte, die Belastbarkeit mal testen. Und bitte eine dynamische Last bitte machen in der Mitte. Und wippen bitte. Du merkst also, nochmal bitte, das war richtig cool. Also das macht dem gar nichts. Das ist gedacht, um zum Beispiel Motorräder hochzufahren, gell? Genau. Die Bank hier ist jetzt aber nur dafür gedacht, zum Laufen, um Fahrräder drüber zu fahren, um leichte Sachen zu machen. So, da vorne ist die große. Wenn du die mal kurz abbaust, mach mal bitte. Ich weiß, da hast du alle Prospekt drauf liegen, hilft nichts, denn das muss man zeigen. Sowas habt ihr noch nie gesehen, was ihr jetzt seht. Ich merke schon, der Nico ist ganz begeistert, dass er alle abräumen kann, aber man muss es ja zeigen. Diese komplette Sitzgruppe, eine komplette Biersitzgruppe in Aluminium, verschwindet unter dem Fahrzeug. Und das zeigt uns Nico mal gerade. Der ist hier vorne drin, denn ihr habt natürlich das Ding zweckentfremdet für die Prospekte. So, und das ist der Cuba, 400 Kilo. 400 Kilo Belastung. Das ist ein ganz normaler Tisch aus Aluminium. Die Besonderheit ist halt dran, ich kann jetzt mit dem Motorrad hier drüber fahren und kann die zwei Bänke, wo ich dabei habe als Set, aneinander ranschieben und dann habe ich eine 1 Meter breite Rampe. Das heißt, du kannst auch hochdrücken ordentlich. Genau. So, dann mach mal bitte. Also das wird jetzt zusammengefaltet. Hallo. Das ist auch belastbar. Also das ist eine richtige Biergarnitur. Sag mal, eine normale Biergarnitur geht auch rein. Eine normale Biergarnitur geht auch rein. Wir haben uns an die Maße gehalten von den Standards, also 25 cm Bank. Sag mal, gab es schon Leute, die nur die Biergarnitur haben wollten? Sehr viele. Sehr viele, aber die gibt es nicht, oder? Nee, okay. Irgendwie ein Preisschild mal dran schreiben, irgendwie 1.000 € und glaub mir, die wirst du auch noch verkaufen. So, das ist jetzt die Rampe. Hier sieht man es sehr schön. Und die ist 400 Kilo belastbar und da würde ich dich bitten, dass du auch hier mal eine dynamische Last mal ausübst. Und die ist wirklich so genau, dass du hier wippen kannst, da passiert gar nichts. Also das ist wirklich toll. Und jetzt kommt das Allerbeste, die kannst du unten reinschieben. Mach mal bitte, dass wir das mal sehen. Also wenn du die nicht mehr brauchst, wird sie einfach unten reingeschoben und wird optimal verstaut an einem Punkt, wo sie natürlich maximal tiefen Schwerpunkt hat. Muss sie drehen, oder? Ich kann jetzt nur hier die Bank reinschieben. Weil? Abgeschlossen. Wir haben unten drin eine 490er Breite. Okay, es gibt zwei verschiedene. Genau, es gibt zwei verschiedene. Das ist die neue Variante. Genau, die Bank mal rein, dann können wir das ja sehen. Das heißt, die kommt so rein, wird reingeschoben und du hast zwei verschiedene Bänke. Und da kommt alles rein. Warum, Nico, ist noch nie einer auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Jetzt schon, oder? Jetzt schon. So, das hier ist eine Tür in der Tür. Wenn du mir das mal zeigst, bitte. Dazu müssen wir einmal kurz das Ding wegnehmen. Das Besondere ist nämlich die Tür in der Tür, ja. Das werden wir gleich mal zeigen. Ja, das macht es nochmal wohnlicher, denke ich, ja. Ja, und du musst nicht jedes Mal das ganze Ding öffnen, ja. Vorsicht, er zeigt es mal. Den Nico halt mal in Trab heute. Der wird es sehen, denn der hat nämlich die letzten 8 Tage nichts geschafft, richtig? Fast. Mach mal auf. So, und jetzt hast du eine richtige Tür und
Das ist jetzt richtig wohnlich. Das ist ein Tiny House, ein kleines, ne? Das ist sowas in der Art. Also das kann ich als Camper wieder nutzen für den Urlaub. Ich nutze das Fahrzeug aber auch daheim in den Garten reinzustellen, als Gästezimmer, als Abstellkammer. Das nutzt man einfach mehrfach im Jahr, das Fahrzeug. So, wenn du das ganz günstig machen würdest, das hier, welchen Preis können wir dran schreiben? So wie er da steht, 23,9. So, 23,9. Jetzt zeig mal gerade. Ich mache das jetzt mal, das hier, stell dich mal neben mich bitte. Die Simone guckt raus. Und wenn du die Tür noch mal ein bisschen anziehst, ein kleines bisschen und so ein bisschen rausguckst, genau so ist schön, so. Und sie sich mal ganz kurz ein bisschen, die sind ganz lieb von Ihnen, Dankeschön, dann habe ich nämlich mal ein Start-up-Foto drauf. So, einen ganz kurzen Augenblick. Wir machen gerade einen ganz kleinen Fernsehfilm. So, da ist es drauf. Das hier ist das kleinste Tiny House der Welt. 23? 23,9, so wie er da steht. 23,9. Er lacht schon wieder hier, ja. So, jetzt machen wir auf. Wir gehen mal rein. Hier ist ein richtiges Haushaltsschloss mit drin. Auch die Tür ist aus Stahl. Auch die Tür, wir haben hier Stahl, also die ist isoliert. Außenrum Aluminiumrahmen. Schließanlage wieder drin. Das bringt es hier der Vorteil. Türe und Heckklappe, ein Schließzylinder. Ich brauche nur einen Schlüssel, massiv, einbruchsicher, oben an der... Das ganze Ding kostet nur 23.900. Fix und fertig mit der Mehrwertsteuer. Das ist ja klasse. So, komm, wir gehen mal rein, dann zeigen wir mal, was es ist. Denn er hat nämlich hier ein Badezimmer mit drin. Du hast hier, es können 4 Personen drin schlafen. Mach mal zu, bitte, dass man mal hört, wie das isoliert. Jetzt ist ein bisschen mehr Ruhe. Das Fenster ist noch offen. Simone kann mal. Ja, mach mal zu. Jetzt ist schon wieder leiser. Es wird echt leise, oder? Man merkt schon, die Isolierung, die 40 mm, was wir hier haben, die bringen schon viel. Das Raumgefühl hier von dem Runddach, das ist klasse, oder? Das ist Wahnsinn. Was ganz anderes, also wie drüben. Wir haben jetzt hier 3,50 Meter, nur der ist sogar 25 cm kleiner wie der Lifted, wo wir vorher angeschaut haben. Und vom Raumgefühl her doch nicht gedrückt. Ich will den haben, also genau den. Den auch Ja. einiges noch mal schön. Nein, ich hab ja geschrieben, dass wir den auch machen. Und hier ist eine Besonderheit. Ich habe euch in die Mail reingeschrieben, man kann mit Magneten, habe ich mir überlegt, dass wir da mit einer Firma aus Hamburg mal zusammenarbeiten. Das machen ganz, ganz viele Project Camper, die eigentlich die Verdunklung machen. Die machen das mit Magneten. Die können die direkt hier reinmachen, weil teilweise hier das Stahl ein bisschen, und da könnte man Lodenstoff außen anbringen. Das war so meine Idee. Dass man da vielleicht so mit der Holzoptik ein bisschen arbeitet. Das ist ja jetzt roh. Und da siehst du, alles ist vernietet, verschraubt. Das ist für die Ewigkeit gebaut, oder? Das war so die Idee dahinter. Einfach das Robuste, das Multifunktionelle, wie ich es vorher schon mal gesagt habe. Ich nutze das Fahrzeug halt auch mal für einen Umzug, wie es du auch schon gemacht hast. Und da wird halt auch mal irgendwas dagegen fliegen, gegen die Wand, gegen das Holz. Es muss einfach robust sein. So, setzt euch mal beide kurz rein, dann darfst du die Frage stellen, dass wir das haben. Ich muss das einmal kurz führen. Wir haben noch 10% Akku. So, das ist jetzt, Nico, du bist irre groß. Wie groß bist du? Ich bin 1,92. Und was wiegst du? Ich wiege 100 Kilo. 100 Kilo. Also bist ein großer Mann und du kannst da richtig schön drin sitzen, oder? Genau. So, guck dir mal die Kopffreiheit. Mach mal die Arme hoch, Nico. Das ist krass, du kommst nicht dran. Also es ist wirklich so viel Platz und darüber ist ein Hubbett. Das ist krass. Also das Bett kann ich jetzt noch mal ein bisschen runterlassen und dann kann schon, das ist der Vorteil bei dem gewölbten Dach wieder, dann kann schon die erste Person ins Bett gehen und hier unten kann man noch weiter sitzen, arbeiten, Laptop machen. Jetzt aber eine Frage, hättest du die Möglichkeit, eine Version zu machen, wenn du noch ein paar Sachen weglassen würdest für 19,9? Würdest du das hinkriegen? Was können wir weglassen zum Beispiel? Das Hubbett ist halt sehr teuer, es macht schon einiges aus. Aber Ohne Hubbett 19,9? Weil ich brauche eine Überschrift ab 19.900, du weißt ja, Bildzeitung. Ohne Hubbett, ohne Standheizung. Ohne Standheizung, ohne Hubbett, 19,9. Und da kann man einen Ofen reinmachen, das würde gehen. Genau, das würde gehen, ja. Okay. So, jetzt deine Frage. Nicht schlecht. Was wollte ich jetzt fragen? Genau, macht ihr eigentlich alle Fahrzeuge dann oder alle Anhänger behindertengerecht? Oder Genau, geht es nur bei Das ist eine manchen? gute Frage. Wir können es an jedes Fahrzeug von uns anbringen, egal wie alt das Fahrzeug ist. Wir haben das so gemacht, wenn man denkt, ich habe jetzt auch mal in die längere Zeit gedacht, Gebrauchtwagenfahrzeuge, wo es von uns vielleicht gibt, kauft den, man braucht dort eine Rampe ran, überhaupt kein Problem, ist überall machbar. Selbst bei diesem Grundriss wäre es möglich mit einer Rollstuhlrampe Ja, das ist hinten nämlich drin. auch so ein großes Thema. Leute, die eingeschränkt sind, dann trotzdem campen wollen und so, ist halt nicht ganz so einfach normalerweise, ja. Was ist hier der längste, den du bauen könntest? Ja, Doppelachser würde gehen? Genau, also das ist ein Achser, der längste, 3,50 Meter. Den gibt es dann nochmal als Doppelachser mit 4,50 Meter. Also ich will den, du kriegst meinen zurück, ja. Ich will Doppelachse haben, ich will den hier haben. Du, ganz wichtig ist, ja, ihr müsst die Sachen ausprobieren. Das Geile ist bei der Cube, auch wenn du dich verkauft hast, ja, du stellst das in eBay Kleinanzeigen rein. Wie lange dauert's? 5 Minuten? Ja, also es geht relativ schnell, weil wir halt auch längere Lieferzeiten haben.
Und da ist die Nachfrage natürlich auch sehr groß. So, wir reden ja über dieses Jahr, dann Sommer, deutlich vor dem Caravansalon. Ja, wir haben deinen schon eingeplant, müssen aber noch das Detail planen, wie man innen machen, wie man außen gestalten, aber der Bauplatz ist gesichert. So, also ich hätte ja gerne eine Dusche, ich hätte gerne einen großen Wassertank. Doppelachser hätte ich gerne, da habe ich kein Problem, weil ich kann genug ziehen. Das ist also auch oft ein Problem für die Leute, da fragen auch viele nach. Der Stahl wiegt ja wirklich so viel mehr als jetzt eine Alu-Sandwich? Ja, macht schon einiges aus. 100 Kilo ungefähr? Wird schon noch, 100 Kilo wird schon aus, ja. Ja. So, mach mal auf hier unten. Wie ist das mit der Verkleidung hier? Kann ich das auch bis oben hin machen, dass es so ein bisschen noch wohnlicher und gemütlicher Kann man ist? machen. Ich würde es jetzt nicht bis ganz hoch machen. Durch das, dass es halt magnetisch ist, kann ich halt auch Magnetbilder anbringen. Und kann es mir halt sehr einfach wohnlich gestalten. Wenn ich das jetzt hier mit dem Filz nach oben ziehe, dann verliere ich halt den Vorteil mit dem Magnet. Ja, okay. Aber das ist auch nochmal ein gutes... Steht drin in meinem Lastnet. Du musst lesen, ich habe genau deine Ideen gerade, die du gerade hattest, hast genau die gleiche Idee. Das ist da, um es wohnlicher zu machen, Camper Project, einfach Stoffe zu machen, die man einfach anbringt. Die kannst du anbringen, kannst du waschen, kannst du wieder abnehmen. Also es ist genial. Also das hier ist die Technik, Eberspecher drin, Standheizung. Hier haben wir die Ebersbecher drin, haben aber auch die Möglichkeit mit der Webasto-Standheizung, 2 kW Leistung, brauchen 0,1 Liter pro Stunde, also auch sehr robust. Die nehmen wir nämlich und ich habe für die Warmwasserbereitung einen Wärmetauscher entdeckt, ja, in Halle Nummer 8. Hast du den schon gesehen? Nee, ich schicke dir das Video, das ist sensationell mit Heizstab. Das heißt, du schließt den einfach an die Ebersbecher an Bypass und das Wasser wird automatisch warm. Das hört sich gut an. Ja. Hat 7 Liter, wird 70 Grad warm und kostet 400 €. Krass, oder? Krass, also der Preis ist sehr gut. Ja, und ist made in Germany. Perfekt. Ja, passt dann zusammen. Ich bin geflasht von dem Preis, muss ich dir ehrlich sagen. Ich hätte mit 20.000, 30.000 mehr gerechnet. Ganz ehrlich, du bist hier in einem Faktor, er hat mir das erklärt. Er hat gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt hier High-End, etepetete, teuer Fahrzeuge bauen? Die sollen erreichbar sein für alle. Ja. Das Billigste geht, glaube ich, los bei 17 irgendwas bei euch. Ja, das ist wirklich so. Dann kriegst du richtige, ordentliche Fahrgestelle. Du kriegst eine ordentliche Qualität. Und das macht's eben. Ich glaube, die Produktion ist lange ausgelastet. Also mein Bauplan, der ist eingeplant, mein Bauplatz. Wir haben dann Platz für ein Fahrzeug, genau. Du weißt, warum ich das im On mache bei ihm, ja? Ja, damit es auch safe ist. Weil die haben so viel zu tun, ich will nicht, dass die mich vergessen, ja? Und du wirst sehen, ich habe dir wirklich die Mail geschickt mit den ganzen Sachen, aber ich sehe es ja nach den Jungs, ganz ehrlich, es sind 2 Jungs, 2 Brüder. Ja, du bist jetzt mittlerweile, wie alt bist du? Ich bin 26. Dein Bruder? Der wird 23. Überleg mal, 26 und 23. Gut, der Papa hilft noch ein bisschen, der kommt aus der Automobilbranche. Trotzdem, das ist richtig. Welcher ist denn schöner, er oder der Bruder? Ich weiß jetzt nicht mehr, das ist schon so lange her. Bist du diplomatisch? Warte, ich guck mal gerade. Ich will mal gerade rein, dass man mal das Raumgefühl sieht. Jetzt stelle ich mir vor, der lange ist wie viel länger? 1 Meter, genau 1 Meter länger. Das macht so viel aus. Also das ist so krass, oder? 1 Meter ist eine Welt, oder? Das ist eine Welt, weil so viele neue Möglichkeiten dann dadurch entstehen. Wahnsinn. Also wir werden das benutzen für Tanks, für mehr Lithium. Die besorge ich dir übrigens, die Lithium, da machen wir Liontron rein. Richtig fett, machen wir eine 300 Ampere-Stunden Lithium rein oder eine 500 Ampere-Stunden. Ist Solar ein Problem? Kein Problem. Kein Problem. Auch bei dem gewölbten Dach gar kein. Also ich besorge dir Solarplatten, gewölbt von Liontron, die von Green Akku, die wir dann mal machen. Ihr habt einen anderen Partner, muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich sag mal, damit es für euch billiger wird, ja, besorge ich euch alles, was irgendwie eingebaut werden muss, okay? Machen wir so. Okay, liefere ich euch zu. Klimaanlage machen wir drauf aufs Dach. Und da würde ich gerne die ganz neue drauf machen, die wir jetzt erwähnt haben. Also die ist extrem klein, sehr leise und ganz günstig. Da hast du mir vorher was erzählt davon. Aus Italien, ich komme jetzt nicht drauf, aber werde ich euch verzeihen. Die ist eine Camper-Klimaanlage, ganz neu. Brauchst du eh nicht so oft mit Wärmepumpe und kostet irgendwie 13,99, müssen wir drauf machen. Die haben die angemacht, die macht so kalt, ist so klein und sieht so geil aus. Aber wie ist generell die Isolation hier drin? Wird es hier schon richtig heiß? Durch die 40 mm Sandwich-Isolierung, was wir halt haben, die bringt uns im Winter einen Vorteil. Ja. Die hält halt die Wärme hier drin, aber im Sommer hält sie uns auch die Wärme ein bisschen weg. Ja, okay. Das ist natürlich nicht so, dass hier drin immer kalt ist. Ja. Wir haben schon Temperaturen, aber man merkt es ganz gut, wenn man außen die Wände anfasst, die sind richtig heiß und hier innen drin ist halt angenehm warm. So, und dann hast du Airline-Schienen mit drin. Hier kannst du alle Fahrräder festmachen. Sag mal, du musst ihn noch verkaufen wie blöd im Moment, oder? Ist ja gerade Tiny House Boom. Ja, also die Nachfrage ist groß, gerade bei so einem Peterwagen ist es halt mal was anderes. Es nutzt aber nicht jeder als Tiny House. Also wir haben auch viele Kunden, wo das dann als Verkaufswagen nutzen. Oder einfach nur so, einfach als Ferienwohnung. Das Coole ist ja ein Wohnwagen, das kannst du einfach mal so hinstellen, da kommt der Bürgermeister nicht gleich zugelassen, im Garten stehen darfst du ja. Darfst halt nicht dauerhaft drin wohnen. Aber wenn jetzt mal die Tante kommt, die muss halt einen Wohnwagen, oder?
Genau. So, ist ja schon, genau, hat er gesagt. Wie ist es mit dem Stauraum? Ist es als Stauraum gedacht hier unten oder hat es noch eine andere Funktion? Hier. Ein Bierkasten. Ja, oder hier unten auch, da könnte man einen Koffer zum Beispiel Da können wir einen stellen. Koffer Ja. reinmachen, ja. Mach mal auf, bitte. Hier vorne. Nee, den hier. Mal kurz mal sehen. So, aber das Highlight ist wirklich, der Tisch, der ist übrigens in den Airline-Schienen drin. Ach, ist hier wieder eine Lounge-Sitzgruppe drin? Genau, ich habe hier 2 Lounge-Sitzgruppen. Das heißt, ich kann beide zurückfahren. Doppelbett. Dann habe ich hier ein Doppelbett. Ich fahre beide an die Wand zurück. Dann habe ich hier Platz für 2 Fahrräder auch. So, bitte mal öffnen hier, das Hubbett mal runterlassen, dass wir das mal sehen. Ganz kurz. Und die Leute stürmen rein, ja, das ist echt, das ist sehr beliebt, denn das Hubbett, also unten hätten wir jetzt ein Doppelbett. Das kannst du einfach ausziehen, das können wir gleich mal zeigen. Und dann hast du hier ein Hubbett mit drin, mit Lattenrost. Rost. Ja gut, wir sind auf Schwäbischen Alb, da ist, mach mal hoch Das heißt, bitte. wie weit kann ich das jetzt runterfahren? Wenn ich den Tisch wegmache, wieder ganz runter? wie den Tisch wegmachen. Okay. So, schnell hoch, wir haben noch 4%. Nee, hoch, die Matratze mal kurz hochheben. Ich will mal kurz runter gucken. Du hast ein Längslattenrost drin. Das ist Schlafqualität wie zu Hause. Eine dicke Matratze. Und da kann man noch einen Topper drauf machen. Kann man einen Topper drauf machen. Bettzeug kann ich oben drauf liegen lassen. Kann man oben drauf liegen lassen, auch kein Problem. Und bei dem Gewölbten, wie ich es ja vorher schon mal gesagt habe, durch das gewölbte Dach habe ich halt die Möglichkeit, auf der Position schon wunderbar zu schlafen. Und der hier unten, der fühlt sich gar nicht eingedrückt. So, ganz schnell mal umbauen, ruckzuck zum Doppelbett. Bitte? Mach mal gerade. Also das wir mal gerade umbauen. So, er macht's mal gerade. Also der Tisch wird rausgehoben, der ist in Airline-Schienen drin. Den kannst du einfach zusammenklappen. Die Tischbeine kannst du abnehmen, beziehungsweise einklappen, das geht. Dann schiebst du den Tisch unten drunter oder stellst ihn zur Seite. Für den Tisch? Gibt es einen Platz? Guck mal hier, ist ein Platz. Genial. So, der wird dann oben festgemacht. Okay, wir haben noch 3% Akku. Ich will ja nicht irgendwie. Wie im anderen Fahrzeug auch. So. Jetzt hast du hier unten ein Doppelbett. Guck mal hier. Das ist übrigens die Polsterung, damit du darauf schlafen kannst direkt, ja. Dann hast du hier oben ein Bett, Bettmaß unten. Unten haben wir genau das gleiche wie oben, 1,90 auf 1,40 in Du bist mein Schatz, Aber wirklich. ich finde Das ist. auch echt, mit 4 Personen ist es kein Problem. Darfst du sagen, wir haben noch 2%. Warte mal, es tut mir so leid, wir haben fast leeren Akku, aber das limitiert mich auch mal ein bisschen, dass ich schneller vorankomme. Dometic Kühlschrank mit drin. Du hast einen Tank, da kannst du auch einen Festtank machen, aber hier habt ihr einen tragbaren Tank. Der Vorteil ist, du kannst extern betanken. Mach mal bitte kurz auf, die Tür, dass wir mal gerade reinschauen können. Also da ist 30 Liter jetzt drin. So, dann ein tiefgezogenes Waschbecken mit drin. Hier oben hast du noch 2 Schränke. Du hast ein Fliegengitter über die komplette Aufbaubreite. Das ist richtig krass. Hier könntest du theoretisch das Fenster noch zum Öffnen machen, ja. Das, wenn einer unbedingt will. Wir haben zum Öffnen, aber das geht nur zum Kippen, inklusive Rollladen sogar. So, hier sind lauter Schubladen und das Besondere ist, das sind Auszüge von Wirth. Ich hoffe, das stimmt noch, liebe Firma Wirth. Mach mal bitte auf. Jetzt hast du hier ein Bad und das Geniale ist, die Tür kannst du anschlagen und kannst zumachen. Ach so. Ja, jetzt ist die geschlossen und jetzt hast du hier eine Dusche drin. Optional kannst du hier eine Dusche einbauen. Hat er auch gesagt, ist gar kein Problem. Ist auch in meinem Lastenheft drin. Hier ist noch ein Kleiderschrank auf der Seite. Und jetzt stellt euch vor, bei einem Meter länger wird das richtig gut. 23, wir machen 19,9 ohne Heizung und ohne Hubbett. Okay? Das kriegen wir hin. Gut, so schnell Und raus. Was kostet mit Dusche und oder Klo? Das oder so? wir wollen nur die 19,9 haben. Alles andere soll angefragt werden, ja. So, jetzt bist du. So, jetzt geht's zu. Wir sind auf der CNT in Stuttgart. Das kleinste Tiny House der Welt. Hier ist es. Aus der Schwäbischen Alb, made in Germany für 19.900 ohne Hubbett und ohne Standheizung. Und das Ganze gibt es bei thecuba.de. Du bist Nico Cuba, nehme ich an. Nico König bist du. Genau. Und die GmbH heißt auch Nico mit N-I-K-O, denn dein Bruder heißt? Nino. Dadurch entstand der Name NI für Vorname, KO für Nachname. So, thecuba.de und Akku ist leer, 2%. Du kannst noch eine Frage stellen. Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Weiß ich, weil ich hier dauernd... aber komm, wir zeigen noch gerade das Fahrgestell. Das haben wir gesehen, ein ordentliches Alco-Chassis mit drin. Das Ganze ist hier in dem Fall sogar möglich mit wirklich tollen Reifen, die du eingebaut hast. Und hier vorne ist die Heizung drin, gell? So, die ist abgeschlossen, die können wir uns aber hier angucken. Die ist hier vorne drin, da könnt ihr mal sehen. Da ist jetzt eine Webasto-Standheizung drin, da ist auch ein ordentlicher Tank mit drin. Wie lange hält der Tank, wenn es sehr kalt ist? Der hält 60 Stunden. 60 Stunden. Also auch da könnte man einen etwas größeren Tank reinmachen, zur Not würde gehen. Man muss nur bedenken, beim Einachser, wir haben hier halt auch ein Stützlastthema. Wenn wir dann einen größeren Tank reinmachen, muss man halt die Stützlast gut
nach hinten verlagert. So, und da ging auch ein Doppelachser mit richtig Traglast. Was wiegt der hier leer? Der, so wie er da steht, 1150 Kilo, zulässiges Gesamtgewicht 1,5 Tonnen. So, guck mal lieb. So ist es. Das könnte auch ein Startfoto sein, das kleinste Tiny House der Welt. Vielen Dank fürs Einschalten. thecuber.de. Tschüss, Nico. Ciao, danke, dass ihr da wart.